Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Unity-Tutorial. Heute geht es mal wieder mit meiner Serie Custom Attributes weiter. Da du durch die anderen Folgen schon weißt, wie Custom Attributes grundsätzlich funktionieren, geht es zukünftig hier etwas flotter. Falls du neu bist und Custom Attributes gar nicht kennst, schau dir am besten zuerst diese Folge hier an. Du weißt, Custom Attributes ermöglichen uns, den Unity Inspector individuell anzupassen, im Aussehen, aber auch in der Funktion. Du kannst also die in Unity schon vorhandenen Attribute wie Range zum Beispiel damit prima ergänzen. Also heute bringen wir ein bisschen Farbe in den Inspektor mit unserem eigenen Property Color Attribute. Wie immer gibt es zwei Skripte, das Attribut selbst, das erbt von Property Attribute, und natürlich das Editor-Skript, das erbt von Property Drawer. Das Attribut nimmt im Konstruktor den Farbwert als HTML Color String an, also als Hexadezimalangabe oder als Schlüsselwort, wandelt den String in eine Unity-Farbe um, falls möglich. Ansonsten ist die Farbe weiß. Dann im Drawer müssen wir wieder die onGUI-Methode überschreiben. Erst wird das Attribut geholt, um an die Farbe dran zu kommen. Die aktuelle GUI-Farbe wird umgestellt auf unsere neue Farbe. Dann die Property gezeichnet. Jetzt eben in der neuen Farbe. Anschließend wird die GUI-Color auf die alte Farbe zurückgestellt, die wir uns vorher gespeichert hatten. Das war's schon. Eine kleine Vorschau möchte ich dir noch geben. In der nächsten Folge sehen wir uns an, wie wir horizontale Linien in den Inspektor zeichnen können per Custom Attribute. Und in der übernächsten Folge machen wir uns einen praktischen Test-Button per Attribut, der sogar die Übergabeparameter ermittelt und einstellbar macht. Ich kann also über den Button im Spiel Funktionen testen. Ich mache meine Videos immer, wenn ich gerade Zeit habe. Daher wäre ein Abo bei mir echt sinnvoll, wenn du dranbleiben willst. Also dann bis bald hoffentlich. Ciao.